Ich habe alles geschrieben. Alles. Kann ich dir helfen? Ja, ich komme da nicht ran. Ah, hallo. 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 Schmerzen? Na, Brandner kennt doch keinen Schmerz. Zumindest fast keinen. Und? Lydia gut zur WG gebracht? Ja, sicher. Außerdem war ich in der Firma und habe eine Führung gemacht für meine neue Teilhaberin. Charlie Schneider als Bauherr. Da bin ich mal gespannt. Und ich erst. Ach, ihr alle habt mich vor einer großen Dummheit bewahrt. Ja, wir schauen doch nicht tatenlos zu, wie deine Firma Opfer von dieser Heuschrecke wird. Also wenn ich mir vorstelle, was Degenhardt aus Brandauer gemacht hätte, nichts davon wäre mehr übrig. Wenn der junge Landstein nicht gewesen wäre, Vielleicht haben wir ihn doch ein wenig vorschnell verurteilt. ja, ausgerechnet ein Lahnstein. Aber dieser ist wohl anders. Trotzdem, wie er Mörchen behandelt hat, das werde ich ihm so schnell nicht verzeihen. Ich gehe mir mal die Hände waschen. We push and pull, and I fall down sometimes. And I'm not letting go. You hold the other line. 'Cause there is a light in your eyes, in your eyes. Hold on, hold tight from out of your sight. And everything keeps moving on, moving on. Hold on, hold tight, make it through another night. And every day there comes a song with the dawn. And we push and pull, and I fall down sometimes. I'm not letting go. You hold the other line. 'Cause there is a light in your eyes, in your eyes. There is a light in your eyes, in your eyes. Ja? Was denn noch? Das Fax für O'Connell. Schicken Sie es raus. Warum bekommt Kitty den Job? Erstens, Niki Di Lorenzo ist mein wichtigster Kunde. Zweitens, er steht auf Kitty und nicht auf Sie. Ja? Und drittens? Ach ja, drittens. Sie brauchen ab und zu mal einen kleinen Dämpfer, sonst werden Sie übermütig. Schauen Sie mal. Ist das nicht fantastisch, zu roten Haaren und grünen Augen? Das wollen Sie Sarah schenken? Was? Nein. Sie darf es nur für das Shooting tragen, das ist meins. Aber in den Safe damit, es ist ein Vermögen wert. Ich habe übrigens einen Freund, einen Fotografen. König Kutter. Danke, ich habe genug Fotografen. Ja, das meine ich auch gar nicht. Er kann sich vor Aufträgen kaum retten. Der macht auch Modefotos und sowas. Ja, und der hat mal gesagt, ich wäre das geborene Model. Und? Wie war der Sex mit dem Fotografen?
Wir hatten keinen Sex. Der hat das mit dem Model doch nur gesagt, damit er sie in die Kiste kriegt. So ein Quatsch. Olivia, sehen Sie der Wahrheit ins Auge. Sie sehen ganz niedlich aus, aber an Ihnen ist nichts Besonderes. Kitty. VA Faces Liv Snyder. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ist Tanja nicht da? Wer ist denn da, wenn ich fragen darf? Rick, ich muss Tanja sprechen, es ist dringend. Okay, ich versuche mal zu verbinden. Kitty. Ich habe nicht ewig Zeit. Ja, gleich. Ja, Rick möchte Sie sprechen. bitte. Ja, ich versuch's. Rick, wo steckst du? Unser Topmodel Sarah fragt ständig nach dir und deinem Stoff. Du musst mir helfen, ich habe riesen Ärger. Ich sitze in U-Haft. Kennst du nicht einen Anwalt für mich? Außerdem brauche ich Geld. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Was redest du? Ich will mit deinen Koks-Geschichten nichts zu tun haben. Ach, jetzt plötzlich, ja? Wer hat mich denn beauftragt, Sarah mit dem Pulver zu versorgen? Das wirst du mal schön für dich behalten. Im Ernstfall bestreite ich sowieso alles. Aber ich bin unschuldig. Verdammt nochmal, alles, was ich brauche, ist ein guter Anwalt. Wozu denn, wenn du unschuldig bist? So, in meiner Abwesenheit irgendwas passiert, was ich wissen müsste? Du warst weg? Ich war im Nagelstudio. Könnte dir auch mal nicht schaden, hm? Das ist die Mailbox von Sebastian von Lahnstein. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hallo Sebastian. Hier spricht Katja. Kannst du mich bitte zurückrufen? Danke. Ich habe mit Sebastian von Lahnstein geschlafen. Ich weiß, das ist das Schlimmste, was ich dir und vor allem Lydia hätte antun können. Ich könnte es gut verstehen, wenn du dich jetzt endgültig von mir trennst. Die Salbe ist wirklich super. Ich habe kaum Schmerzen mehr. Der Brief, den du mir geschrieben hast? Willst du ihn jetzt lesen? Ich glaube nicht, dass ich das momentan kann. Das hier ist mir wesentlich lieber. Die Geschichte der Wikinger? Schon zumindest die Nerven. Keine Ahnung, ob ich den Brief überhaupt lesen werde. Iket you leave. Holländisch? Afrikaans. Nakupenda. Könnte japanisch sein. Swahili. Hast du das mit Gregor eigentlich auch gespielt? Ja, immer. Und er kann es in viel mehr Sprachen als du. Aha. Das glaubst du auch noch? Hey, unglaublich. Zwischen uns war nie was, ist nichts und wird nie was sein. Ich hab das nur gemacht, damit du das denkst. Weil du so fies zu mir warst. Warum hast du das gesagt, Sebastian, dass ich nur eine Nummer für dich war? Ich weiß es nicht. Ich wollte dich von mir wegstoßen. Weil ich gedacht habe, du hast was Besseres verdient. Ich werde dich nie mehr verletzen, Lydia. Das verspreche ich dir. Am besten, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Ganz von vorne. Nebek. Ich liebe dich. Auf Tunesisch. Champagner. Glas oder Flasche? Glas. Denkst du, ich hebe es total ab?
Bei dir muss man immer mit dem Schlimmsten rechnen. Na, was gibt's denn zu feiern, Olivia? Ach, ich gewöhne mich schon mal an den Champagner, dann bin ich erst Model, dann fließt er in Strömen. Ah, dann hat Tanja also jetzt entdeckt, dass du zu Höherem geboren bist. Naja, ich arbeite dran, ihr das klarzumachen. Na, da hast du noch einiges vor dir, Schätzchen. Olivia hat doch einen tollen Körper. Dann ist das Gesicht. Also schade eigentlich, dass wir verwandt sind. Naja, wenn man aber Model werden will, da kommt es auf ganz andere Dinge an. Ausstrahlung zum Beispiel. Ja, das ist nicht das Problem. Ach, darum geht es mir doch auch gar nicht. Aber du weißt, was ich von Tanja halte. Ich weiß, Tanja ist ein linkes Luder, sie hat Olli schon mal vergiftet. Ich kann's nicht mehr hören. Ich werde es aber so lange wiederholen, bis es in deinem hübschen Köpfchen angekommen ist. Sag doch auch mal was, Olli. Ja, also... Tanja ist gefährlich und ich möchte nicht, dass du für sie arbeitest. Ich werde schon fertig mit ihr. Und ich lasse mich auch nicht so leicht von ihr unterkriegen. Ach, das finde ich auch sehr gut, aber ich fürchte, in diesem Fall überschätzt du dich. Ich bin nur realistisch. Bin ich wach? Sieht so aus. Gott sei Dank. Wieso? Hattest du einen Albtraum? Ich habe von unserer Versöhnung geträumt. Und davon, dass wir zusammen hier waren und zusammen eingeschlafen sind. Und ich habe gedacht, wenn ich aufwache, dann ist alles vorbei. Es ist nicht vorbei. Es fängt gerade erst an. So, es gibt Arbeit. Die müssen alle in diverse Ordner sortiert werden. Aber Dani. Na dann, viel Spaß dabei. Das fällt in deinen Aufgabenbereich, Süße. Aufgabenbereich? Du weißt doch gar nicht, was das ist. In einer halben Stunde ist das erledigt. Von einer blonden Amöbe lasse ich mir gar nichts sagen. Sag mal, hast du sie noch alle? Im Gegensatz zu dir? Frau von Anstetten, so kann ich nicht arbeiten. In mein Büro. Schließen Sie die Tür hinter sich. Sie dürfen stehen bleiben, es dauert nicht lange. Diese Dumpfbacke kann mich nicht so rumkommandieren. Ich habe Sie eingestellt, damit Sie diese Dumpfbacke für mich beobachten. Und was machen Sie? Ich beobachte doch. Ach, und wie stellen Sie das an, wenn Sie täglich einen Zickenkrieg vom Zaun brechen? So werden Sie nie erfahren, was in ihr vorgeht. Ich kann Ihnen sagen, was in ihr vorgeht. Nichts. Nada. Freunden Sie sich mit ihr an. Seien Sie nett zu ihr. Dafür bezahle ich Sie. Nett. Zu dieser Strohpuppe. Sie waren doch auch nett zu Ansgar für Geld. Wollen Sie sich nicht vielleicht doch noch mal überlegen, ob Sie aus mir ein Model machen wollen? Nennen Sie mir einen Grund. Rick? Rick? Ihr Schneemann. Der jetzt im Knast sitzt. Ich weiß von Sarah und dem Koks. Ich finde, wir beide sollten uns anfreunden. Möchtest du ein bestimmtes Dessert mit dem Menü? Die Auswahl überlasse ich dir. Wie ist denn die Stimmung bei euch zu Hause? Mit Arno gut. Ja, das ist sehr schön, dass das so glimpflich ausgegangen ist mit Brandnerbau. Mhm. Und mit deinem Mann? Ich habe deinen Rat befolgt. Du hast Matthias gesagt, wer der Mann war, mit dem du... Ich habe ihm einen Brief geschrieben, in dem alles drin steht. Aber er hat ihn noch nicht gelesen. Und das macht dir jetzt zu schaffen? Vielleicht hätte ich den Brief nicht schreiben sollen. Wenn Matthias erfährt, mit wem ich ihn betrogen habe, dann... Aber nur so gibst du ihm die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie es mit euch weitergehen soll. Und ich weiß nicht, aber ich finde, dazu hat er ein Recht. Wie du selbst gesagt hast, es war ein Seitensprung. Eine flüchtige Bekanntschaft. Wenn er dich wirklich liebt, dann wird er dir verzeihen. Irgendwann. Irgendwann. Schön wär's. Mit der Wahrheit bist du auf dem richtigen Weg.
Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja, John wird sich drum kümmern. Bis morgen. Wenn die Polizei erfährt, was hier so mit Drogen läuft, dann machen die Ihnen den Laden dicht. Sie haben mich vorhin am Telefon belauscht. Ich würde gern mal wissen, was Ansgar dazu sagt, wenn er erfährt, dass das Koks, das seinen Sohn gefährdet hat, von Ihnen stammt. Was wollen Sie? Sie nehmen mich in Ihre Modelkartei auf. Und Sie sorgen dafür, dass ich so schnell wie möglich ein Fotoshooting bekomme. Am besten gleich morgen, anstelle von Sarah. Da macht der Kunde nicht mit. Aber sollte ich mal einen Engpass an Models haben, denke ich bestimmt an Sie. Sie denken sofort an mich. Sonst muss ich leider mal ganz kurz telefonieren. 1, 1, 0. Bis später. Tag, Cousinchen. Ja, habe ich schon alles vorbereitet. Schicke ich dir. Wir haben uns wieder versöhnt. Das freut mich für euch. Tja, ich muss dann mal los. Später. Bis später. Und Lars setzt den Vertrag jetzt für uns auf. Ach, arme Charlie. Stille Teilhaberschaft. Du weißt, was das für dich bedeutet. Solange ich deinen Bauarbeitern hinterher pfeifen darf? Sie erwarten es von dir, Charlie. Danke nochmal. Gerne. Mailand, New York, Paris. Das klingt alles irgendwie viel cooler als Mappen. Wieso denkst du eigentlich, dass du gleich von 0 auf 100 durchstartest? Ich meine, Sarah hat vor dir als Model angefangen und die war auch noch nicht in Mailand. Sieh mich an. Bin ich Sarah? Dann erklär mir doch mal, was deine Chefin Großes mit dir vorhatte. Gibt's da schon was Konkretes? Naja, ich muss sie eigentlich nur dazu bringen, mich mit den richtigen Leuten zu connecten. Dann läuft die Sache. Und wie bringst du sie dazu? Timing. Wenn ich zur richtigen Zeit die richtige Karte ausspiele. Wird das wieder so eine Erpressernummer wie im Boxclub? Olli, was hast du denn? Das Shooting hat uns doch allen was gebracht. Manchmal muss man die Menschen eben zu ihrem Glück zwingen. Ach, und du willst nicht zufällig Tanja zwingen, oder? Schon passiert. Auf in meine schöne, neue Modelwelt. Schätzchen, ich hab dich gewarnt. Ich habe vorhin geklopft, aber du hast mich nicht gehört. Was ist denn los? Lydia war gerade hier. Ja, klar war sie hier. Wir sind hier zusammen. Ja, die scheint das ja nicht sehr zu freuen. Doch, aber... Aber was? Erst sagst du mir, ich soll das mit uns vergessen, es nochmal mit Lydia versuchen, dann doch wieder nicht. Jetzt sag schon, was los ist. Ich habe Matthias einen Brief geschrieben, in dem alles drin steht. Der Seitensprung. Einfach alles. Dass wir beide mit... Ich weiß nicht, was mir durch den Kopf ging, aber ich wollte... Bist du eigentlich total bescheuert? Matthias wollte die ganze Wahrheit. Und in dem Moment, als ich den Brief geschrieben habe, sah es so aus, als würdet ihr kein Wort mehr austauschen. Weißt du, was das bedeutet? Wenn Lydia das rauskriegt? Dass ich mit ihrer Mutter... Bis gestern habe ich geglaubt, es gibt Sachen, die kann man nicht verzeihen, auch wenn man den anderen noch so liebt. Und heute weiß ich, dass das absoluter Quatsch war. Du kannst deine Geschichte nicht mit unserer vergleichen. Nein, aber wenn du den Brief gelesen hast, dann weißt du, was Sache ist. Und grübelst nicht mehr herum und so kommst du zu keinem Ergebnis. Du meinst also, ich soll den lesen? Ja, dann fällt es dir vielleicht leichter, auf Mama zuzugehen und ihr kommt euch wieder näher. Ich habe Lydia wie den letzten Dreck behandelt. Bloß damit sie sich von mir fernhält und nichts erfährt.
Und du entscheidest auf einmal, dass du deinem Mann alles erzählen willst. Das ist doch krank. Sebastian, bitte! Ich wollte meine Ehe retten und reinen Tisch machen. Über mögliche Folgen habe ich nicht nachgedacht. Nicht nachdenken scheint eine Spezialität von dir zu sein. Ah, nicht nur meine. Hör mal zu. Ich kann den Fehler vielleicht wieder gut machen. Wie denn? Indem ich den Brief an mich nehme, bevor Matthias ihn liest. Du kannst ihn nicht einfach verschwinden lassen. Was ist, wenn er ihn noch lesen will? Dann schreibe ich eben vorher einen neuen. Und was ist, wenn er ihn schon gelesen hat? Was dann? Und? Haben Sie sich schon entschieden? Würden Sie bitte das Collier aus dem Safe holen? Wir brauchen es für das Shooting. Muss das sein? Der Fahrer kommt gleich und holt es ab. Und was ist mit mir? Tun Sie einfach, was ich Ihnen sage. Haben Sie über mein Angebot nachgedacht, ja oder nein? Darüber sprechen wir später. Holen Sie bitte das Collier. Was dauert das so lang? Das ist echt das allerletzte Mal, dass ich für Sie die Dienerin spiele. Leer. Wie bitte? Leer? Das Collier ist nicht drin. Ich glaub das nicht, mein Collier. Fragen Sie doch mal Kitty. Wieso soll ich Kitty fragen? Sie haben es herausgenommen. Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Wir beide sind die Einzigen, die die Kombination kennen. Ich werde mich ja wohl kaum selbst bestehlen. Bleiben nur noch Sie übrig. Und Sie hätten allen Grund. Ich habe das Collier aber nicht. Das können Sie jetzt mal der Polizei erzählen. Erst fordere ich von Katja die absolute Wahrheit. Und jetzt habe ich Angst davor. Hätte ich an deiner Stelle auch, Papa, aber vielleicht ist es der einzige Weg, dass ihr eure Ehe wieder in den Griff bekommt. Ja. Es hängt aber auch ein wenig davon ab, was in dem Brief steht. Die Wahrheit? Nein, nein. Die Frage ist, ob ich überhaupt wissen will, mit wem sie mich betrogen hat. Ja, aber es lässt sich doch nicht los, oder? Ja. Wahrscheinlich hast du recht.